Begrüße das Gemüse und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Wir sind aktuell auf der Suche nach Aloysius Dawsons Anwesen und sind da noch ein bisschen im Westend unterwegs, haben ein paar Leute befragt und sind halt nicht mehr auf der Suche. Wir haben den Eingang irgendwie noch nicht wirklich gefunden. Ich gebe mir echt Mühe, aber das sind Leute und ich finde da nur die Kirche in dem Gebiet, ne? Warte mal, da ist der Unterschlupf. Irgendwo hier, ne? Hier unten war nix. Aber es muss doch hier unten. Es ist ein Anwesen. Es ist ein Anwesen. Anwesen sind in der Regel relativ groß. Da drin ist ja dieser... Carol Price, unbekannt. Oh, da haben wir ja irgendwie... Oh, warte mal. Price Geschäft. Wer ist das? Carolyn. Carol und Carolyn sind das zwei verschiedene? Guten Abend, die Dame. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Oh, das ist aber freundlich, ne? Ihr Leben in London? Erzählen Sie mir ein bisschen was von Ihrem Beruf, ne? Sie waren jahrelang meine Patientin, aber irgendwie habe ich das Ganze vergessen und anscheinend haben wir nie über Privates geredet. Deswegen erzählen Sie mir mal ein bisschen was von Ihnen. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Habe ich mich denn so stark verändert? Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Wir sind also ein handsome little dude. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Carolyn verletzte ihre Tochter oft wegen ihrer Ungeschicklichkeit. Oh. Okay. Well, passiert, ne? Aber wenn sie 18 ist und ausgezogen ist, ja, dann geht's wieder. Dann wird sich sicher ein Mann finden. Erzählen Sie mir ein bisschen was von der Nachbarschaft. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Alter, die macht sich ja richtig ran. Die macht sich richtig ran an uns. Nur weil wir Arzt sind wahrscheinlich, ne? Das ist so eine. Das ist bestimmt so eine. Reden wir mal über den Zustand Ihrer Tochter, ne? Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Ihre Arglosigkeit gefährdet sie? Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Ja, so naives, blauäugiges Ding, ne? Aber es ist gut, vorsichtig zu sein. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Die ist wirklich auf der Suche. Verletzten Sie Carol oft? Tell me, Carolyn, do you often wound or hurt your daughter by mistake? No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe it's a family trait, Doctor. You really believe it's just bad luck and being clumsy then? Of course, Doctor. What else could it be? I have nothing to hide. Ja, ist Ihre ehrliche Meinung.
Oder die Wahrheit zumindest. Ne? Wir haben ja unsere Vampyr-Sinne angewendet. Kennen Sie eventuell Aloysius Dawson, oder? Dieser komische reiche Fuzzi? Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Oh. Sein Zwillingsbruder starb in einem Flugzeugabsturz und eine Sache fehlt uns noch bei ihm. Aber alter, Bannstufe 6. Ne? Oh, ich würde ihn halt gern umbringen. So, sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Ja, schauen wir mal, was sie so im Angebot hat, ne? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Mhm. Oh, Nieten. Aber wir sammeln ja... Oh, Opium bringt Opium. Aber ist halt alles so teuer, ne? Das ist alles so teuer. Und das sind alles Sachen, die wir auch, ja, so finden. Verkaufen, Archer's Bale, Clay's Bale, okay. Aber ich will ja nichts verkaufen. Carol und Carolyn. Okay. Dr. Reed, I am glad. Wir haben doch gerade gesprochen. Mädchen. 10 Fingerrabatt. So ist jetzt die Tochter. Wollen wir da irgendwie runter zu ihr? Ach, schon wieder dieses... Ja, aber... Hä? Aber da sind wir... Da geht's doch noch runter. Da geht's in die Kanalisation und da kommen wir nicht... Ah, da musst du irgendwie eine Treppe oder sowas runterführen. Oder irgendwas in der Art. Geht's vom Laden aus vielleicht? Kann ich in die Treppe? Ah, verschlossen. Ja, so würden wir wahrscheinlich runterkommen zur Tochter. Oh, da gibt's nichts mehr. Oh, doch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, wo ist jetzt das Anwesen? Das müsste eigentlich das größte Gebäude sein und das ist aber eine Kirche. Also ich glaube nicht, dass er in einer Kirche wohnt. Wer ist das? Ah, der Dingsy von gestern. Der Scotland Yard-Typ. Mir wollte Scotland Yard nicht einfallen. Warum leuchten die Scheiben hier so? Aber hier waren wir doch überall schon. Oh Mann. Hä? Okay, hier können wir theoretisch schon auf die andere Seite rüber, aber da unten war ja der komische Wahrsager. Und jetzt sind wir schon wieder einmal drum rumgegangen. Hä? Ich alter Blindfisch, ich. Wo geht's denn hier zu seinem Anwesen? Da geht's raus, ja. Aber da sind wir dann nicht mehr im West End. Also hier lang kann's nicht gehen. Und der wohnt ja im West End. Vielleicht, wir versuchen es mal. Ich habe eine Idee. Warte mal, waren wir hier unten schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Eben auf die andere Seite, so Richtung Wasser. Oh, schon wieder Säure. Oh, das ist wieder der erste Kampf nach circa einem Monat. Ich habe gerade nachgeschaut beim Speicherstand. Es ist ungefähr 1 Monat her, dass wir zuletzt gespielt haben. Mal schauen, an wie viel ich mich noch erinnern kann von der Steuerung.
Oh, es geht. Wir waren schon mal schlechter. Und dafür, wie gesagt, dass wir einen Monat nicht gespielt haben, relativ gut unterwegs gewesen. Ich weiß, ne? Wir haben vorher relativ viel aufgenommen. Und jetzt, wie gesagt, ewig lang keine Zeit gehabt für irgendwas. So, da müssen wir nicht weiter, nee. Aber hier in der Gegend könnte das sein. Also, ja, echt, ich hätte nicht gedacht, dass es schon wieder ein Monat her ist, ne? So, warte mal. Okay, das glänzt einfach nur. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Kommen wir hier weiter. Das sieht mir nach einem Anwesen aus, ne? Ja, okay. Das ganze Ding ist ein Anwesen. Well. Ich will ihn aber nicht verwandeln. Ich will ihn einfach nicht verwandeln. Ich will, dass er dabei stirbt. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Nee, das machen wir nicht. So, warte mal. Folge Elizabeths Rat. Wer war denn das? Ja, aber wir haben Frage der Einwohner des West Ends nach Aloysius Dawson. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir ja eigentlich schon gemacht. Elizabeth meinte, dass ich Aloysius Dawson nicht zum Vampir machen sollte, da der Mann sein Leben lang ein herzloser Tyrann war und nichts Gutes dabei herauskommen wird, wenn er Unsterblichkeit erlangt. Aber ich bin nun Mitglied im Ascalon Club und habe Lord Redgrave gehorsam geschworen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich weiß es schon, und zwar, wir werden ihn nicht verwandeln. Er wird dabei sterben, ganz aus Versehen. Bevor schauen wir mal, was er so hat. Der Mann hat einen fucking Springbrunnen. Im Haus. Meine ganze Wohnung ist so groß wie dieser Vorraum. Junge. Ich muss hier in der Besenkammer aufnehmen, ne? Just saying. Der hat einen fucking Springbrunnen. Also, ne, wenn man da verliert man sie in dem Haus. Wenn irgendjemand sucht, man braucht einen Tag, um jemanden zu finden. Oh, wir haben ihn schon. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Ich bin hier der einzige Vampir. I'm the only vampire in the room for now, so please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask? Mein Abkomme werden. Aber dann mal los, ne? Ich will ihn ja nicht verwandeln. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that.
Gut zu wissen. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Über die Wache von Brevon. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Ich kann nur dann mal losnehmen. Das ist kein, also es gibt keine Option, dass ich jetzt hier entscheiden kann, ja oder nein, aber ich will ihn ja nicht verwandeln. Ich muss dann mal losnehmen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Wer gibt Ihnen das Recht zu entscheiden? Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Eine Quarantänemauer in London? You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Na, die Reichen von den Armen isolieren? Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Sie schaffen 2 separate Gefängnisse. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Und wie sollen Mauern helfen, um die Epidemie einzudämmen? Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Die Infektion könnte sich dennoch ausbreiten. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. Können wir eigentlich so lange mit ihm reden, dass er einfach stirbt? Ganz aus Versehen? Eine riesige Falle bauen? What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. Ja, einfach alle umbringen, ist klar. Ich habe genug gehört. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Verwandeln Opfers dabei 2000 EP. Ich mache es jetzt zu einem Vampir. Hinweis benötigt. Shit. Der eine Hinweis fehlt noch, ne? Aber ich werde keine EP opfern. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Sagt genau der Richtige.
Die Zeichen stehen auf Tod. Ja, den letzten Hinweis haben wir leider nicht, ne? Das ärgert mich ein bisschen. Eloysius Charles Ebenezer Dawson, 71 Jahre, männlich. Eloysius ist ein komplexer Geist in einem schwächelnden Körper. Hatte einen älteren Zwillingsbruder, der ihm half, seine Firma Dawson Dawson aufzubauen. Die berühmteste und gewinnbringendste Firma des immerzu expandierenden Dawson-Imperiums. Die Brüder waren unzertrennlich und es war angsteinflößend, wie sehr sie einander ergänzten. Während Eloysius berechnend und diplomatisch war, ging sein Zwillingsbruder Risiken ein und wusste, wie man Menschen bis zur Aufgabe schikanieren konnte. Es war diese Vorliebe für Gefahr, die für seinen Niedergang sorgte. Der ältere Zwilling starb bei einem fürchterlichen Flugzeugabsturz, der die Gesellschaft von London in Schock versetzte. Nach dem Unfall isolierte sich Eloysius von der Welt und entwickelte eine Furcht und Faszination für das Übernatürliche. Diese prägte sich derartig aus, dass er plante, eine Mauer um seine Nachbarschaft zu bauen. Er trat allen möglichen okkulten Kreisen und Gesellschaften bei. Bis 1900 war er sogar ein aktives Mitglied des berüchtigten hermetischen Ordens der Goldenen Dämmerung und ein persönlicher Bekannter von Aleister Crowley. Als er älter wurde, bündelte er seine Ressourcen auf das Studium aller möglichen Methoden, die sein Leben verlängern könnten, und investierte in diese. Führende Wissenschaften und dunkle Künste, Heroinabsurde, experimentelle Drogen, verdeckte Spiegel und Sagen von Menschen, die im direkten Sonnenlicht verbrannten. Der Escalon Club erwählte ihn als neuen Vampir-Rekrut und Eloysius wusste genau, wozu ihn diese Mitgliedschaft berechtigen würde: sein Leben beenden oder ihm irgendeine Form der Fortführung gestatten. Meine Wahl war nicht einfach. Oder war sie es doch? Sie war sehr, sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Auch wenn es mich ein bisschen ärgert, dass ich den zweiten Hinweis von ihm nicht gefunden habe und das jetzt auch eine Option gewesen wäre, ne? Schade. Aber das war ein er war größenwahnsinnig, ne? Behandlung gegen Erschöpfung. Oh, Blut haben wir, 3. Schlüssel. Haben ein paar Schlüssel gefunden. Wir schauen uns mal ein bisschen um, ne? Wir haben jetzt Zeit. Er kann ja nichts mehr sagen. Aber ich finde die Aussage so gut von ihm. Was befugt sie dazu, über mein Schicksal zu entscheiden? 2. Schlüssel, okay. 2 und 3 haben wir jetzt aufgebraucht. Dass er genau das sagt, obwohl er über das Schicksal von ganz London entscheiden wollte. Und natürlich dementsprechend über die ganzen Schicksale der, ich sag mal, Armen, weil für ihn war das ja eher eine Trennung zwischen Arm und Reich und nicht zwischen gesund und krank, ne? Und mit diesen Mitteln, wenn er nur das Krankenhaus unterstützt hätte, ne? Das hätte schon viel geholfen, aber nee, er hat seine ganzen Ressourcen nur auf sich, also er war echt ein kompletter Narzisst. So, haben wir sonst noch was Interessantes? 1. Schlüssel, 3, 2, 1 haben wir jetzt mitgenommen. Da haben wir nichts mehr. Ich glaube, das Haus, das müssen wir gut durchstöbern. Ich glaube, der hat einige wertvolle Sachen. Ein paar Schilling hat er auch noch rumliegen. Vielleicht noch ein paar interessante Rezepte oder so. Hinrichtung des John Francis Sparrow. Ich kenne nur einen Jack Sparrow. Ich hoffe, der ist genauso cool. John Francis Sparrow, 21, wurde heute Morgen in der Haftanstalt von Pentonville gehängt. Mr. Sparrow wurde zum Tode verurteilt, nachdem man ihn des Mordes an seiner Schwester Alexandra Sparrow für schuldig befunden hatte. Wäre auch doof, wenn er für unschuldig befunden wird und trotzdem geköpft wird. Aber die Leute haben den Eintritt schon bezahlt, deswegen mussten sie es einfach durchziehen. Bis zum Schluss beharrte der Mann auf seiner Unschuld. Vor Gericht wurde nicht ein einziger formeller Beweis für seine Anwesenheit am Tatort vorgelegt, aber er wurde trotzdem zum Tode verurteilt und hingerichtet. Scotland Yard weigerte sich, den Fall neu aufzurollen, trotz vieler Lücken im Ablauf der Ereignisse, die letztendlich zu Miss Sparrows Tod führten. Charles Albright,
der die Untersuchung für Scotland Yard durchführte, wollte keine unserer Fragen beantworten, aber vor 3 Wochen wurde er ohne offizielle Begründung degradiert. Welch seltsame Art, eine effiziente Untersuchung zu belohnen. Clayton Darby. Okay. Das ist Charles Albright, das war ja der Typ hier, ne, von Scotland Yard, der aktuell im West End unterwegs ist. So ein Zufall. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Was für ein dekadentes Anwesen, ne? Es ist halt echt die Dekadenz in Person gewesen. Ich muss echt sagen, es tut's mir halt einfach nicht leid. Und es war ein Unfall, ne? Also wir einigen uns drauf, ne? Wenn dieser Escalon-Fuzzi danach fragt, es war ein Unfall. Wir wollten wirklich wir haben wirklich versucht, ihn... Oh, da steht er schon. Wir haben's versucht, ne? Wir haben wirklich versucht, ihn zu retten, ihm zu helfen, aber leider Gottes, er war schon zu schwach für die Verwandlung. Wir konnten nichts mehr tun. Wir einigen uns darauf, ne? Alter, ich will was davon. Lord Redgrave. So ein Zufall. Hey. Is it done, Dr. Reed? Na, Is natürlich. Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? Er hat die Unsterblichkeit nicht verdient. Nee. Er hat die Prozedur leider nicht überlebt. He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Können wir nochmal mit ihm reden? Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Was hast du denn gegen die alte Bridget? Also ich vermute mal, dass die alte Bridget ist, weil es da steht. Als erstes, ich habe an Elizabeth gedacht, aber anscheinend ist es Bridget, ne? Die haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Aber eine sympathische Frau, Bridget, ne? Die ist auf alle Fälle eine der Guten. Oh, da ist sie ja schon. Da ist sie ja schon, die gute Bridget. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget, what are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Okay, niemand hat dich gesehen? Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Stand da gerade Jahrhunderte, obwohl sie Centuries gesagt hat? Centuries sind... Oh, ich war bei Decades. Entschuldigung, mein Fehler. Wie genau sind Sie ihr denn eigentlich begegnet? How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. Okay, was denn für Antworten? What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her.
I like her too. Lady Ashbury in der Kanalisation? Ja, hätte ich nicht von ihr gedacht, aber sie ist ja eine gute Seele und dementsprechend vermute ich auch, dass sie sich für sowas nicht irgendwie so schade ist, so wie halt dieser komische reiche Fuzzi eben, den wir so ein bisschen gesnackt haben. Lady Ashbury in the sewers. Now that's a sight I wish I'd seen. She Oh, said yeah. she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Ja, das ist nett von ihr, ja, aber die alte Bridget ist ja eine von den, wirklich eine von den Guten, ne? Und sag mir jetzt mal bitte, was hier vor sich geht. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Okay, es klingt zwar super dringend, du klingst dabei super entspannt, egal, aber davor, ich habe noch mal eine Frage, ne? Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Be quick or be dead. Di. Tolles Lied, also ein Maiden, mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt, aber geiles Lied. Ich habe nur eine Frage, ne? Aber wir haben 3 zur Auswahl. Wo ist Lady Ashbury? Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Ja, also da kann ich ihr schon vertrauen. Also, sie ist, glaube ich, nicht in Gefahr. Und wenn sie in Gefahr ist, weiß sie sich zu helfen. Lord Redgrave kennt dich? Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. Okay, und wie hat Elizabeth dich gefunden? How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. Was denkst du denn über sie? Ich meine, du hast vorhin zwar schon gesagt, dass du sie magst, aber irgendwas hinzuzufügen? What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Und warum kam sie zu dir außer wegen den Fragen, was du gerade erzählt hast? Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Okay. Macht irgendwie Sinn, das ist so wie ein lebendes Archiv oder irgendwie ein so ein untotes Archiv halt, ne? Weil wenn du Jahrhunderte lebst, du weißt einfach alles. Also, was halt in der Stadt vor sich gegangen ist. Aber dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir haben alles gefragt, was wir zu fragen haben. Und dann würde ich mal sagen, auf. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Sage ich liebe sie, sage wir müssen uns unterhalten, sage ihr, ich sorge mich um sie. Was für eine schwere Entscheidung.
Wir müssen uns unterhalten. Es ist so, ich sorge mich um sie. Nee. Wir sind ein gerader Michel. Wir sagen die Wahrheit, wie es denn tatsächlich so ist, ne? Sag ihr, ich liebe sie. Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Sie weiß es, aber es wurde noch nie ausgesprochen. Begib dich zum Pembroke Hospital. Aber, wie schon vermutet, machen wir das Ganze in der nächsten Folge von Vampyr. Oh Mann, Mama, ich bin wieder kurz angespielt, das Spiel, und schon wieder voll drin. Voll drin. Macht wieder Spaß. Macht wieder Spaß. Ich bin so froh, dass ich endlich wieder richtig Zeit gefunden habe, um weiterzuspielen. Es ist einfach. Ich finde das Spiel toll. Ich mag's. Mich ärgert es noch immer ein bisschen, dass ich da die letzte Wahrheit über diesen reichen Fuzzi nicht rausgefunden habe. Aber ja, damit müssen wir leben. Damit müssen wir leider einfach leben. Ich wüsste zwar auch nicht, wir reden eh so viel mit den Leuten und trotzdem entgehen uns ein paar Sachen. Vielleicht, weil wir zu spät mit ihnen reden oder halt es noch nicht gefunden haben oder sonst irgendwas. Wir werden nicht alles zu 100% erfahren, glaube ich, aber ich gebe mir echt Mühe. Ich will ja auch alles erfahren. Aber auf alle Fälle, auf zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und tschüss.